The Dark, auch bekannt als The Lure of the Dark, handelt von einer kleinen Geschichte, geschrieben von Kathy Ice, Beverly und Rick Sailing Marshall. Im Folgenden erkläre ich erst die Geschichte des Sets und im Anschluss einige Fakten über The Dark. Um die Geschichte besser zu verstehen, sei gesagt, dass diese sowie viele andere Erzählungen darauf beruhen, dass die sogenannten Planeswalkern in Multiversen leben und mit die stärksten Lebewesen sind. Sie können mit Leichtigkeit zwischen den Universen reisen, wohingegen die Mehrheit der Menschen nicht einmal bewusst ist, dass andere Welten neben ihrer existieren. Planeswalker haben den sogenannten Planeswalker-Funken in sich, der einmal in 1 Million auftritt und noch seltener dann auch entfacht wird. Es gibt andere Lebewesen abseits von Planeswalkern, die zwischen Ebenen oder Universen auch reisen können. The Dark ist in 2 Abschnitten unterteilt. In der ersten Szene versucht Myndre, Brand auszureden, die dunklen Mächte zu erlernen. Brand, der den äußeren Ring seiner Ebenen verteidigen möchte, ignoriert ihren Ratschlag. Im zweiten Akt folgt dann Myndre ihrem Freund Brand, um nach ihm zu sehen, um mit Entsetzen festzustellen, dass sein Zufluchtsort verwahrlost und leblos geworden ist. Sie erkennt, dass auch sie ihre Ebene beschützen muss und hofft, nicht auf dunkle Magie zurückgreifen zu müssen, die sie nicht kontrollieren kann. Eine weitere Geschichte in The Dark taucht in den Textauszügen der Magic-Karten selbst auf. Der Höhepunkt des Brüderkrieges war die Sylex-Explosion, die Trümmer in die Luft schleuderte, die Sonne auslöschte und The Dark erschuf. Ohne die Sonne beginnt sich das Klima abzukühlen und eine Anti-Magie-Religion kommt an die Macht, die die Sylex-Explosion und ihre Auswirkungen der gesamten Magie und ihren Benutzern zuschreibt. Die Verfolgung dieser magischen Zauberer führte zur Gründung der sagenumwobenen Stadt der Schatten im Osten und der Magierkonklave im Westen, wo sie sich während dieser Zeit versteckten. Set Facts: Das Set erschien im August 1994 und wurde bis November 1994 vertrieben bzw. gedruckt. Insgesamt ist es ein Set mit 121 Karten, davon sind 119 in Boostern enthalten. Die Auflage war, das muss man sich mal vorstellen, 62 Millionen Karten. Ein Booster-Pack enthielt 8 Karten, davon 6 gewöhnliche und 2 ungewöhnliche. Damals waren Rares noch nicht so zu klassifizieren, wie es heutzutage ist. Da war dann einer der ungewöhnlichen Karten eine Rare. In diesem Set kam auch ein Goblin Tribal auf und einige starke Fähigkeiten mit intensiven Mana-Kosten oder Upkeep-Kosten. Eine Karte mit Giftmarken wurde ebenfalls gedruckt. In The Dark erschien die erste mehrfarbige Nicht-Kreaturenkarte als auch die erste gewöhnliche mehrfarbige Karte. Ebenfalls interessant zu erwähnen ist, dass die typischen Farbmerkmale ein bisschen aufgebrochen wurden. Einige grüne und blaue Karten unterstützen Schwarz und Rot, anstatt sie anzugreifen. Metaphorisch gesehen wurde Weiß im Dunkeln von seinen Verbündeten Grün und Blau im Stich gelassen. Wenn ihr immer noch nicht genug von The Dark habt, könnt ihr bei MTG Fandom auf der Trivia-Seite einige coole Fakten finden, wie zum Beispiel, dass Maze of Ith von 1994 bis 1999 in Vintage Magic gebannt werden musste, da die Karte so stark war, dass runtergemalligant wurde, selbst wenn man keine Mana produzierenden Länder auf der Starthand hat. Hauptsache man hatte das Maze of Ith.